Wir sind zurück. Und viel ist passiert, seit wir die Baja California verlassen haben. Warum ihr die letzten 4 Monate nichts von uns gehört habt, erzählen wir euch heute. Es gab viele Hochs, aber leider auch einige Tiefs. Bei uns hat sich die Reisemüdigkeit eingeschlichen. Und wie wir damit umgehen, das erzählen wir euch später. Zuerst allerdings nehmen wir euch mit durch die letzten 4 Monate auf dem Festland von Mexiko. Los geht's! Mit der Frachtfähre sind wir von der Baja aufs Festland übergesetzt. Eingepfercht zwischen Lastwagen. Und im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eingepfercht. Ja, so viel Platz, um die Türen zu öffnen. Aber egal, wir sind gut angekommen und das ist die Hauptsache. Im Anschluss folgte eine wunderschöne Panoramastraße, die nicht nur kulturell eine große Veränderung war, nein, auch klimatechnisch. Wir sind nämlich von 0 auf knapp 3000 Höhenmeter hochgefahren. Die Straße war wirklich ein Spektakel. Es lohnt sich, nicht der Highway zu nehmen, sondern die Nebenstraßen. Ja, allerdings typisch mexikanisch dauert das Ganze eine Weile. Take this love around the world. Wir durften viele einsame und schöne Stellplätze mitten in den Wäldern genießen und haben uns von dem angenehmen Klima erfrischen lassen. Der Morgensport in den Bergen haben wir bereits hinter uns. Fühlt sich irgendwie ist alles ein bisschen anstrengender wieder auf 2200 Höhenmeter anstatt auf Meereshöhe. Aber macht Spaß. Generell genießen wir die Ruhe hier extrem. Wir sind seit 2 Tagen hier und haben keine Menschenseele gesehen. Die ganze Cabañas-Anlage haben wir also für uns ganz allein. Fast allein, ein paar Kühe verirren sich zum Teil hierher und natürlich viele Vögel, die man hier beobachten kann. Als sie die Anlage eröffneten, haben sie 2, 3 schöne Wanderwege gemacht, wo man eine tolle Aussicht hat über das ganze Tal und die Berge. Wir genießen auf jeden Fall die Ruhe hier oben. Es ist ein perfekter Start ins Abenteuer Festland Mexiko. Allzu weit sind wir heute nicht gekommen. 60 Kilometer und schon haben wir das nächste Highlight für uns entdeckt. Die Sierra de Orgaños ist ein kleiner Nationalpark zwischen Durango und Zacatecas.
welcher ein bisschen an die Bungle Bungles in Australien erinnert oder auch Bryce Canyon in den USA. Mit dem großen Unterschied, dass hier keine Menschenseele ist. Das Highlight des Parks war eine gespenstische Höhle, bei der man den Ausgang auf der anderen Seite selber suchen musste, wo man dann den Trail weiterwandern kann. Nationalpark auf Mexikanisch halt. We made it! Was für eine Stadt! Wir sind mehr als positiv überrascht von der Silberstadt Zacatecas. Früher wurde hier im großen Stil Silber geschürft und auch heute kann man an jeder Ecke Schmuckstücke und Kunstwerke aus Silber erwerben. Zacatecas ist eine ziemlich moderne Stadt und der Einfluss der Spanier ist hier sehr gut spürbar. Leider hat die Stadt einen Ruf, etwas unsicher zu sein. Was wir so nicht bestätigen können. Übernachtet haben wir mitten auf einem beliebten Aussichtspunkt unter Polizeibewachung. Von dort aus haben wir jeden Tag den wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet und zugeschaut, wie sich die Stadt vom Tag verabschiedet. Und in einem gigantischen Lichtermeer erscheint. Die Huasteca Potosina war für mich persönlich einer der Gründe, nochmal aufs Festland Mexikos zu reisen. Lagunen, Wasserfälle, Seen, Flüsse, ein richtiges Naturspektakel. Auch da haben wir wieder etliche schöne Stellplätze genossen. Und viele erfrischende Badeeinheiten in türkisfarbenem, wunderschönen Wasser. Da wird einem wieder bewusst, wie vielfältig Mexiko ist. Ja. Und das absolute Highlight, der Tamul-Wasserfall. Nicht ganz einfach dorthin zu kommen. Nein, es gibt einige Hürden, die sie einem stellen wollen. Die Straße ist von dem Guide mit einem Seil versperrt. Und sie wollen einem 1000 Pesos abverlangen, was deutlich übertrieben ist. Wir haben uns dann entschieden, den Tag an einem wunderschönen Platz abzuwarten. Genau, und sind dann abends um 5, als sie keine Lust mehr hatten, durchgefahren, kein Seil mehr da, mussten Tino 20 Pesos bezahlen. Der aussieht wie Lucky Luke. Genau. Und auch noch 20 Pesos Eintritt. That's it. Keine Menschenseele war dort und einen Guide braucht man definitiv nicht, um die 5 Minuten an einem gut ausgeschilderten Wanderweg bis zum Wasserfall zu laufen. Die Fälle wirklich ein Spektakel und das in der Trockenzeit. Dafür durften wir in den diversen Wasserbecken oben baden, was wahrscheinlich in der Regenzeit nicht möglich war. Für mich eines der Highlights von Mexiko. All this love and all this pain, you bring them from another world. Another
tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain in those fine eyes. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Ich glaube, ohne zu übertreiben, das sind die schönsten Wasserfälle, die wir jemals gesehen haben. Thamul, wirklich ein kleines Paradies. Wunderschöne kleine Pools, wo man sich gemütlich erfrischen kann in einer unglaublichen Naturstimmung. Das Beste, wir sind morgens früh hier zu den perfekten Lichtbedingungen und vor allem völlig alleine. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain in those fine eyes. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Now the summer lies on my doorstep, and outside there's a light and it's getting bigger, and you know it. Juhu, wir sind angekommen. Einige Stunden, tausende Topes und Millionen von Schlaglöchern später haben wir die 50 Kilometer geschafft und sind hier bei der Sotagno della Golondrinas angekommen. Übersetzt heißt das Keller der Schwalben. Ja, also es soll Schwalben haben, vor allem in den Dämmerungsstunden, und die gehen wir jetzt mal suchen. Und übernachten müssen wir heute übrigens mitten auf der Straße. Aber solange hier jeder vorbeikommt, sollte das in Ordnung sein. Wow, also das waren definitiv nicht nur ein paar Schwalben, sondern irgendwas zwischen 1 bis 2 Millionen.
Das ist zumindest die Anzahl, welche geschätzt wird. Dies ist einfach nur unglaublich.